Das hat mich schon ziemlich getroffen, wenn du wach wirst und auf einmal keine Kontrolle mehr über dein Bein hast. Ich war aber auch einfach dankbar, dass da jemand gesagt hat, komm, wir machen das jetzt hier einfach mal. Du wirst aus dem Krankenhaus entlassen und weißt gar nicht, wie du den Berg hochklettern sollst. Wir haben jegliche Orthesen getestet damals und sind bei der gelandet. Da hat sich alles verändert. Es ist überhaupt kein Vergleich mehr zu früher. Was ein Glück. Es ist heutzutage alles machbar. Hi, ich bin Lena, ich bin 24 und hatte vor 4 Jahren einen Schlaganfall und trage eine Orthese mit Elektrostimulation. Hallo, ich bin die Heike, bin 58 Jahre alt, vom Beruf Orthopädietechnikerin. Ich trage eine Orthese, weil bei einer Operation ein Nerv verletzt wurde. Nach der Operation bin ich direkt versorgt worden im Krankenhaus noch mit einer gesperrten Orthese. Und ja, das war für mich schwierig, weil man ja vom Komplettläufer auf einmal da ein Orthesenläufer wird und überhaupt keine Hilfe hatte. Ich hatte überhaupt keine Hilfe. Ich war total auf mich alleine angewiesen und Rollstuhl war für mich keine Option. Daher bin ich dann mit einer steifen Orthese gelaufen. Und gab es nur steife Orthesen oder gab es dann auch andere Optionen? Die ersten 5 Jahre bin ich komplett steif gelaufen und bin da auch durch Zufall an ein anderes Modell gelangt, aber das war für mich natürlich auch schwierig, weil ich gar nicht wusste, kann ich es überhaupt laufen? Beantrage ich es? Kann ich der Kasse sagen, ich kann laufen? Da gab es das nicht wie, wir probieren mal was. Also da gab es entweder oder. Also meine erste Orthese, das war eine Orthese, die konnte ich nicht öffnen. Nur wenn ich mich hingesetzt habe, hatte ich die Möglichkeit, an einem kleinen Kabel zu ziehen, dass ich mich dann hinsetzen oder hinplumpsen konnte. Und ansonsten, wenn ich aufgestanden bin, war die komplett steif. Also und was komplett steif heißt natürlich auch, das Bein ist immer etwas länger und da musst du immer das Bein über dieses gerade Bein heben. Also über die Hüfte dann. Über die Hüfte und das ist schon echt schwierig. Und diesbezüglich hatte ich dann auch leider recht schnell eine zweite Hüfte bekommen, ein künstliches Hüftgelenk, weil die Seite völlig überansprucht wurde. Und dann hatte ich halt die andere Orthese, wo die Schwungphase schon mal auf war. Heißt, vom Knöchelgelenk gab es ein Kommando beim Abrollen des Fußes, dass das Kniegelenk aufging. Und in der Standphase, sobald ich einen Fersenauftritt hatte, war sie wieder gesperrt. Das war natürlich erstmal für mich ein Riesenvorteil. Der Nachteil war aber, du musstest natürlich ständig, du warst den ganzen Tag beschäftigt damit, auf, zu. Wenn sie nicht zuging, bin ich ins Leere gefallen und wenn sie aber nicht aufging, bin ich über das steife Bein gefallen. Also das war schon sicherlich eine leichte Verbesserung für mich, aber ideal war es natürlich noch nicht. Und jetzt habe ich das C-Brace, das heißt, das ist eine Ganzbeinorthese mit einem elektronisch gesteuerten Kniegelenk und das ist immer da. Also eigentlich ist das wie so eine Verbindung, das ist mein Muskel. Sobald ich Fersenauftritt habe, habe ich eine Dämpfung drin, die mein Knie komplett hält. Und wenn ich mich setze, werde ich gehalten. Damit bin ich immer sicher. Ich bin mit C-Brace noch nie gefallen. Die hält alles. Das macht ja auch für den Kopf ganz viel, ne? Wenn man sich so verlassen kann, dass man einfach sicherer wird im Leben, im Alltäglichen. Genau. Ne? Warst du einer der Ersten, die das... ich durfte das einer der Ersten mitprobieren und mittesten. Es ist so sicher und ich vertraue ihm blind. Ich kann so viele Sachen wieder machen. Ich konnte gar nicht am Leben so teilnehmen. Ich habe das Nötigste gemacht und hier kann ich wieder den ganzen Tag rumlaufen. Man probiert sich auch aus mit so einer neuen oder tollen Orthese. Jetzt habe ich wieder angefangen, Skilanglauf zu fahren. Das sagt einem ja auch keiner vorher. Ist auch gut so, weil man muss sich ja selber ausprobieren. Ich kenne Leute, die klettern wieder. Und das sind natürlich Sachen, die waren aus meinem Kopf komplett gestrichen. Und Lena, wie kommst du mit deiner Orthese? Ist ja auch eine Orthese, sieht zwar anders aus, so ganz anders als bei mir, aber wie kommst du so zurecht? Im Großen und Ganzen super. Also sie gibt mir einfach so viel Freiheit. Wahrscheinlich ähnlich wie bei dir zurück. Ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder am Leben teilnehmen. Und ich finde das einfach ein Wahnsinnsgefühl. Und hätte mir das jemand gleich am Krankenhausbett, sage ich mal, gesagt, dass es wieder so funktioniert, dann wäre ganz viel einfach einfacher gewesen. Und ich freue mich jeden Tag, dass es sowas gibt und dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, das testen zu dürfen und jetzt mittlerweile ja auch seit 4 Jahren zu tragen. Bei dir
sehe ich gerade so, was mir auch so gleich auffällt, was ich total toll an deiner Orthese finde, du hast totale Fußfreiheit. Ne? Ja, komplett. Ich Ja. kann am Strand barfuß laufen, ich kann jeden Schuh eigentlich tragen, da gibt es kaum Grenzen. Klar, so hohe Schuhe ist schwierig und so, aber ich habe einfach da ganz viel Freiheit. Ich muss nicht gucken, was passt da rein. Und es ist einfach total schön und locker einfach. Aber sag mal, wie war denn so die erste Zeit damals im Krankenhaus? Ich meine, das ist ja auch von jetzt auf gleich im Endeffekt. Auf einmal muss man auch damals ja so einen großen Apparat tragen. Das hat bestimmt viel mit dir gemacht, oder? Auf jeden Fall, das hat mich schon ziemlich getroffen. Wenn du wach wirst und auf einmal keine Kontrolle mehr über dein Bein hast, dann bist du ja erstmal sowieso ausgenockt, sag ich mal. Dann, boah, das war ziemlich heftig, das war richtig schlimm, ja. Das war schlimm. Du wirst aus dem Krankenhaus entlassen und weißt gar nicht, wie du den Berg hochklettern sollst, der da vor dir auf einmal aufgebaut wurde. Und also da muss man, gute Familie, Freunde waren da für mich sehr wichtig. Aber ich musste auch für mich kämpfen. Ne? Ich musste halt gucken, wie geht's denn jetzt weiter? Nachdem ich erstmal im Loch war und irgendwann habe ich dann gedacht, da kommt keiner, ich muss jetzt alleine weitermachen. Und hatte halt auch den Vorteil, dass ich eben Sanitätshaus arbeite. Da konnte ich dann schon mal ein bisschen was probieren auch. Auf meine Kollegen hören, was die mir angeboten haben und die haben mir dann auch geholfen. Aber es war eine schlimme Zeit für mich, ja. Hattest du am Anfang Schwierigkeit, Hilfe anzunehmen? Ja. Ja. Ich bin im Moment auch Orthesenpeer. Also ich finde es halt wichtig, dann da hinzukommen, wenn die Leute die Hilfe brauchen, wenn man die auch mental abholen muss und auch zeigen kann, hey, da gibt's was. Da gibt's mittlerweile richtig tolle Sachen und es ist heutzutage alles machbar. Hast du lange gebraucht, ja auch mit der Steifenorthese damals das Laufen wieder zu lernen, aber damit umzugehen? Ja, ich habe das für mich auch alleine gelernt. Da gab es leider auch keinen, so wie heute. Heute hat man Gangschule und die Reha-Kliniken sind wahrscheinlich da auch besser ausgestattet. Ich hatte da keinen und musste da auch mich alleine durchboxen und mich auch trauen, mit der Orthese alleine laufen zu können. Gerade mit der anderen, mit der zweiten Orthese, die dann Kniefreiheit hatte. Das war schon auch schwierig für mich, aber ich habe die auch erstmal ein halbes Jahr in der Ecke stehen gehabt, gebe ich auch zu, weil ich einfach Angst hatte, weil ich wusste nicht, wie ich es mache. Also man muss schon auch viel Mut haben irgendwie. Also das stimmt. Bei mir war auch im Endeffekt, als der Techniker damals gesagt hat, so, wir probieren das jetzt aus. Ich hatte ganz viel Skepsis einfach und ich war aber auch einfach dankbar, dass da jemand gesagt hat, komm, wir machen das jetzt hier einfach mal. Und habe es einfach mal zugelassen und ich bin ihm heute so dankbar dafür, wo ich jetzt einfach stehe. Ohne ihn wäre es auf jeden Fall nicht so, glaube ich. Arbeitsmäßig kommst du da auch so richtig gut klar? Ja, tatsächlich. Also, was machst du? Als Krankenschwester in der Notaufnahme ist es natürlich immer eine Herausforderung. Ja. Und es gibt da gute und schlechte Tage. Die hast du bestimmt auch. Das ist, glaube ich, einfach auch normal. Und ich muss aber einfach sagen, das ist mein Traumjob. Ich möchte Menschen helfen einfach. Ich finde die Medizin unglaublich spannend. Ich habe es gelernt, damit zu arbeiten. Die Kollegen wissen alle Bescheid. Die nehmen auch Rücksicht tatsächlich auf mich. Ich muss sagen, im Alltag, es merkt tatsächlich fast keiner mehr. Und das ist total schön, dass Leute vergessen, dass ich das habe, weil das ist irgendwie so eine Bestätigung für mich mittlerweile, dass es der richtige Weg ist, den ich gegangen bin. Und kannst du auch danach, nach der Arbeit hast du da noch Kraft und Lust, nochmal irgendwie privat was zu machen? Was machst du? Was hast du für Hobbys? Was? Ja, definitiv. Also ich mache ganz viel. Ich habe ein Pferd. Ach ja. Da verbringe ich natürlich ganz viel Zeit und mit Freunden. Ich gehe gerne raus einfach. Ich wohne auf einem kleinen Dorf. Aber es gibt genauso Tage, wo ich einfach mal eine Pause brauche. Da merke ich, okay, jetzt ist zu viel oder jetzt ist auch mal gut. Ich habe einen Backup-Rollstuhl im Endeffekt und den nutze ich auch sehr gerne. Ich bin sehr dankbar, dass ich den habe. Und für mich ist die Kombination aus beidem einfach perfekt. Also ich kann aktiv sein, dann, wenn ich es im Endeffekt möchte und auch brauche. Kann aber auch sagen, so, jetzt möchte ich mich ja mal in den Rollstuhl setzen und brauche auch einfach mal ein bisschen Pause. Und ja, die Mischung macht's, ne? Also ich glaube, da ist jeder sehr individuell und für mich ist es perfekt. Könntest du dir denn vorstellen, mit einer normalen Fußheberorthese das alles zu machen? Nein, definitiv nicht. Also gerade, ich brauche definitiv den Oberschenkel. Ich komme im Endeffekt nicht vom Fleck, wenn ich nur eine Unterschenkelorthese trage. Daher ist das für mich wirklich
die richtige Orthese gibt mir wirklich so viel Freiheit. Wir haben jegliche Orthesen getestet damals und sind bei der gelandet und ich kann damit Treppen laufen, ich habe Sicherheit und ich komme über jede Kante rüber im Endeffekt. Klar, man lernt es, so wie du ja auch gelernt hast, damit zu laufen. Es braucht viel Zeit. Würdest du sagen, hat sich viel verändert in den 30 Jahren, jetzt, wo du Orthese trägst? Gerade so in Bezug auf den Techniker, auf die Beratung, auf die Versorgung? Absolut, hat sich alles verändert. Ist überhaupt kein Vergleich mehr zu früher. Was ein Glück. Ja, also die Techniker sind auch viel näher am Patienten mittlerweile. Das war ja früher gar nicht so, da waren die in der Werkstatt überwiegend. Man hat einen ganz anderen Kontakt zu den Patienten, man kann ganz anders aufklären. Von der Technik sowieso auch absolut kein Vergleich mehr. Wenn ich so an die Prothetik denke, da hat sich die letzten 20 Jahre extrem viel verändert. Von der Elektronik her und alles. Da sind wir von der Neurologie, von den Orthesen her meilenweit entfernt gewesen. Und das fängt ja jetzt gerade erst an, dass diese elektronischen Kniegelenke auch für Orthesenträger genutzt werden kann. Und also das ist einfach fantastisch, das ist einfach wunderbar. Lena, wie war das denn bei dir mit der Genehmigung von der L3 Go? Bei mir tatsächlich sehr gut. Also ich habe die in der Reha beantragt. Ich durfte sie da testen und habe ganz schnell festgestellt, das ist es. Damit stehe ich wieder auf 2 Beinen. Und wir hatten dann im Endeffekt Videodokumentationen gemacht, die, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig waren. Und haben gesagt, wie sieht's mit unterschiedlichen Orthesen aus? Und da konnte man ganz deutlich sehen, sowohl beim Gehen als auch beim Treppesteigen, dass es nur mit dem L300 bei mir funktioniert. Und zusammen noch mit Berichten von der Physiotherapie und den Ärzten und allem drum und dran, hatte ich das tatsächlich nach 2 Wochen bei der Kasse durch. Und ich glaube, damit bin ich wirklich sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Ja. Macht mir aber irgendwie auch die Hoffnung, dass es ja funktioniert. Meinst du, deine Erfahrung hilft dir jetzt bei der Arbeit auch weiter, Patienten damit zu unterstützen und Anwender? Ja, das merke ich auch, auf jeden Fall. Weil wenn jemand da ist, der das alles schon mal durchgelebt hat, sag ich mal, also die kleben dann schon an mir und also die wollen einfach meinen Input haben. Ist doch ganz klar, ist doch logisch. Ich wäre auch froh gewesen damals, wenn da einer gekommen wäre und hätte gesagt, ach komm, ich helfe dir, wir machen das so und so. Und die trauen sich dann auch einfach mehr. Ich weiß noch, als mir damals gesagt wurde, ich solle mir mal die Farbe meines Rollstuhls aussuchen, ich werde so nie wieder laufen können. Und ich fragte, ja, gibt's da keine Möglichkeiten? Nee, würde es nicht geben. Und wenn ich bedenke, es ist erst 4 Jahre her, das war wirklich erschreckend. Und ich bin da sehr, sehr froh, dass ich einfach an den richtigen geraten bin, an den Techniker, der gesagt hat, nee, wir probieren das jetzt nochmal. Und man hat einfach ganz schnell ja gesehen, wie du schon sagst, man hat es getestet und man konnte schnell erste Erfolge sehen. Ja, also ich war auch schon mal bei Otto Bock, für Otto Bock bei so einem Kostenträgerseminar dabei. Da werden dann die Kostenträger eingeladen von einer Region, sage ich jetzt mal. Und dann zeigen wir Anwender, wie das Produkt funktioniert. Zum Beispiel, wie ich ohne gehen würde, mitgehen würde. Ich finde das richtig, richtig gut, weil da kommt es ja an den richtigen Menschen ran. Und die Aufklärung da, das finde ich total klasse, dass da so eine Aufklärung betrieben wird auch. Und das ist ja wichtig, dass die Leute von der Krankenkasse, die haben ja sonst auch keine Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern. Und das finde ich total wertvoll. Ja, ich fange mal an mit den Fragen, würde ich sagen. Ja. Wie reagieren eure Haustiere auf die Orthese? Und gab es da vielleicht auch irgendwie lustige oder skurrile Momente? Ja, das kann ich gleich gut beantworten. Ich hatte damals einen Hund, vor Cypress. Und die hat immer so, wenn die eingerastet ist, Geräusch gemacht. Klick, klick. Und wenn ich ihn irgendwo abgeholt habe und dann er mich aber gar nicht gesehen oder gerochen hat, dann habe ich gemerkt, wenn das geklickt hat, dann auf einmal gingen die Ohren hoch und er hat sich umgedreht und wusste genau, er hat mich am Klicken erkannt, am Klicken der Orthese erkannt. Genau. Das würde jetzt mit Cypress nicht mehr klappen, weil die ist total geräuschlos. Gibt es manchmal Situationen, in denen ihr euer Hilfsmittel als Ausrede verwendet, um bestimmte Dinge nicht machen zu müssen? Ja. Ich glaube tatsächlich, muss ich leider gestehen, habe ich das schon mal gemacht, wenn ich irgendwie zum Beispiel irgendwo sitze und meinte, ach, ich habe die gerade ausgemacht, kannst du das mal holen? Oder sowas habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gemacht. Also ich muss sagen, ich habe es mit Cypress genau einmal gemacht. Und das war vor ein paar Wochen. Da hatte ich einen Termin in Berlin von Otto Bock und bin mit dem Zug gefahren und nach 3 Stationen hieß es Endstation. Und ich so, oh.
Und dann haben die uns angeboten, wir sollten in irgendwelche Busse einsteigen mit Koffer und noch zweimal umsteigen bis zum nächsten Bahnhof. Und dann habe ich echt mein Zielpreis ins Spiel gebracht und habe gesagt, ich kann das nicht. Und dann habe ich wirklich ein Taxi bekommen. Ihr dürft euch ein magisches Future für euer Hilfsmittel wünschen. Die einzige Regel ist, dass es nicht praktisch sein darf, sondern ausschließlich for fun. Es wäre cool, glaube ich, wenn ich damit mein Handy laden könnte noch irgendwie. Da habe ich gerade so drüber nachgedacht, einfach irgendwie Handy drauf und laden. Das ist genau mein Ding auch gewesen. Das habe ich schon ganz oft gedacht. Ich denke, Mensch, ich könnte doch die Buchse auch noch für mein Handy verwenden. Ja. Total genial. Das wäre das Ding. Ja, das finde ich auch. Gibt es Tätigkeiten, die du dank deines Hilfsmittels schneller oder auch besser wieder ausführen kannst als ohne? Alles. Ja. Ich mache ja alles wieder soweit. Also so wie ich es vorher gemacht habe. Ich glaube, manchmal sogar noch fast besser, weil man es, ich weiß nicht, so mehr mit Kopf auch noch macht. Ne? Also ich muss natürlich auf manche Sachen auch achten, natürlich, aber ich kann sie machen. Und deswegen, also wie habe ich am Anfang schon gesagt, man erfindet sich auf einmal wieder neu. Man traut sich Sachen zu. Man muss es natürlich probieren. Also wenn ich merke, ich habe da Angst, das ist nicht so meins, dann höre ich damit wieder auf. Aber wenn ich mir vorstelle, das könnte doch klappen mit Zielpreis, dann versuche ich es auch erstmal. Ja. Ich finde auch tatsächlich, durch die Sicherheit, die mir das Hilfsmittel gibt, bin ich auch in allen Sachen wieder sicherer geworden. Also ich glaube, jeder kennt das, umso mehr man aufpasst, also umso zum Beispiel, ne, man möchte leise sein, wenn man niemand wecken möchte, umso lauter ist man. Und dank des Hilfsmittels gehe ich einfach so sicher wieder durchs Leben, dass ich mir gar keine Gedanken zeitweise darüber mache. Und es ist einfach schön, wieder aus dem Haus zu gehen, ohne sich vorher Gedanken machen zu müssen. Schaffe ich den Weg zum Beispiel? Soll ich jetzt den Rollstuhl mitnehmen? Schaffe ich über diese Kante zu gehen? Und mittlerweile laufe ich einfach und das ist einfach befreiend.